Viele denken beim Motorradrennsport automatisch an möglichst schnelle Rundenzeiten und Vollgas bis ins Ziel. Doch im historischen Motorradrennsport gibt es auch eine ganz andere Disziplin, den Gleichmäßigkeitslauf. Hier gewinnt nicht unbedingt immer der Schnellste, sondern der Fahrer, der seine Rundenzeiten am konstantesten fährt. Wie genau das funktioniert, warum das teilweise schwieriger ist als ein Rennen und warum diese Disziplin perfekt für Einsteiger ist, das schauen wir uns heute einmal genauer an. Ein Gleichmäßigkeitslauf ist eine besondere Form des Wettbewerbs im historischen Motorradrennsport. Im Gegensatz zu einem klassischen Rennen geht es hier nicht darum, möglichst schnell und als Erster im Ziel zu sein. Stattdessen versucht jeder Fahrer mehrere Runden hintereinander möglichst identische Rundenzeiten zu fahren. Je kleiner die Unterschiede zwischen den Rundenzeiten sind, desto besser. Wie bei einem normalen Rennen beginnt die Veranstaltung mit 2 Trainingsläufen, genauer gesagt Zeittrainings. Hier haben die Fahrer die Möglichkeit, die Strecke kennenzulernen, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen und ihr passendes Setup zu finden. Gleichzeitig erfolgt hier bereits eine Zeitnahme und die schnellste gefahrene Rundenzeit über beide Zeittrainings entscheidet über den Platz in der Startaufstellung beim späteren Wertungslauf. Exakt wie bei einem normalen Rennen. Dies bietet allen Fahrern ausschließlich Vorteile, denn hierdurch ist das oft sehr große Starterfeld entsprechend vorsortiert, da oftmals die Leistungsfähigkeit der einzelnen Maschinen und die Erfahrung der Fahrer stark variieren. Somit wird gewährleistet, dass man sich als Fahrer nicht permanent in Duellen und Überholmanövern wiederfindet und sich auf die persönliche Gleichmäßigkeitswertung konzentrieren kann. Nach dem Absolvieren der Trainingsläufe folgen dann die 2 sogenannten Wertungsläufe. Nach dem Einfahren auf die Strecke aus dem Vorstart oder der Boxengasse absolviert das Fahrerfeld zunächst eine Aufwärm- und Besichtigungsrunde, bevor die Fahrer ihre Startplätze auf der Startzielgeraden einnehmen. Der Start des Wertungslaufs erfolgt stehend und mit laufendem Motor nach dem Schwenken der Landesflagge durch den Rennleiter. Wenn die Fahrer ihre Startrunde absolviert haben und das erste Mal in vollem Tempo die Ziellinie überfahren, beginnt die Zeitnahme. Diese erste gezeitete Runde ist die sogenannte Setz- oder Referenzrunde. Deren Rundenzeit findet man später in der ersten Spalte seiner Wertungstabelle. Die Zeitnahme vergleicht ab dann die gefahrenen Zeiten der folgenden Wertungsrunden mit der Zeit der Referenzrunde. Die Anzahl der Wertungsrunden hängt hierbei von der Streckenlänge ab. In der deutschen historischen Motorradmeisterschaft fährt man auf dem gut 5 Kilometer langen Grand Prix-Kurs des Nürburgrings 2 Wertungsrunden, auf dem Hockenheimring beispielsweise 3 Wertungsrunden und auf dem nur 1400 Meter langen Schottenring 5 Wertungsrunden. Für jede Abweichung in den Rundenzeiten gibt es sogenannte Strafpunkte, und zwar einen Punkt pro Tausendstel Sekunde Abweichung, sprich 1000 Strafpunkte pro Sekunde Abweichung. Je größer der Unterschied zwischen der Rundenzeit der Referenzrunde und den einzelnen Zeiten der Wertungsrunden, desto mehr Strafpunkte bekommt der Fahrer und umso weiter fällt dieser in der Rangliste zurück. Hier ein Beispiel. Ein Fahrer fährt folgende Rundenzeiten. Dies ist dann extrem konstant und bringt nur sehr wenig Strafpunkte, in diesem Fall nur 832. Was auf den ersten Blick einfach klingt, ist in der Praxis gar nicht so leicht. Denn während eines Laufs verändern sich viele Dinge. Reifen werden wärmer, Überrundungen oder Verkehr auf der Strecke, gelbe Flaggen aufgrund von Stürzen oder Ausfällen, das Wetter schlägt um und natürlich auch der Fahrer selbst. All das macht es schwierig, immer wieder exakt die gleiche Rundenzeit zu treffen. Sehr gute Fahrer schaffen es in einem Wertungslauf unter einer Sekunde Gesamtabweichung zu bleiben und das beispielsweise über 3 Runden auf einer gut 4 Kilometer langen Strecke. Versucht das selbst mal, 0,2 oder 0,3 Sekunden mit einer Stoppuhr zu stoppen, um selbst einen Eindruck zu bekommen, um welche Größenordnungen es sich hier handelt. Oft entscheidet nur ein Wimpernschlag über die persönliche Platzierung oder den Sprung aufs Siegerpodest.
Viele Fahrer versuchen deshalb, für sich selbst einen Rhythmus zu finden. Das bedeutet, nicht am absoluten Limit fahren, sondern eine Geschwindigkeit wählen, die sich mehrere Runden konstant halten lässt. Meist ist dies knapp unterhalb des persönlichen Limits. Zu einer typischen Strategie gehört saubere Linien fahren, ruhiger und konzentrierter Fahrstil, feste Brems-, Schalt- und Einlenkpunkte definieren und treffen, sich durch Verkehr und Überholmanöver nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Absichtliches Langsamfahren ist hingegen keine Strategie, da ein Wertungslauf in der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft immer mit 20 Minuten bemessen ist. Diese 20 Minuten laufen ab dem Einfahren auf die Strecke und beinhalten die Besichtigungsrunde, die Startprozedur, die Startrunde, die Referenzrunde und die Wertungsrunden. Wer es in dieser Zeitvorgabe nicht schafft, seine Wertungsrunden zu absolvieren, findet sich nach dem Lauf am untersten Ende der Tabelle und außerhalb der Wertung wieder. Deshalb ist hier definitiv Tempo angesagt. Ebenfalls muss man am Ende des Laufs die Zielflagge passieren, also auch für sehr schnelle Fahrer gibt es somit keinen frühzeitigen Feierabend. Gerade im historischen Motorradrennsport sind Gleichmäßigkeitsläufe eine sehr gute Möglichkeit, erste Erfahrungen auf der Rennstrecke zu sammeln. Denn hier geht es weniger um Risiko und maximale Geschwindigkeit, sondern mehr um Fahrgefühl, Linienwahl, Kontrolle über das Motorrad und die historische Technik. Viele Fahrer beginnen genau auf diese Weise ihren Einstieg in den historischen Rennsport. Bei vielen Veranstaltungen des historischen Motorradrennsports gehören Gleichmäßigkeitsläufe zum festen Programm. Beispielsweise die Deutsche Historische Motorradmeisterschaft, der ADMV Classic Cup und verschiedene Einzelveranstaltungen quer durch die Republik. Im historischen Motorradrennsport, den ich hier auf dem Kanal zeige, spielen Gleichmäßigkeitsläufe der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft eine wichtige Rolle. Man merkt schnell, es ist erstaunlich schwierig, wirklich konstant zu fahren. Gleichmäßigkeitsläufe sind eine spannende Disziplin im klassischen Motorradrennsport. Sie zeigen, dass Rennsport nicht immer nur bedeutet, schneller, schneller, schneller. Manchmal geht es vielmehr darum, das Motorrad perfekt zu beherrschen, dieses konstant zu fahren und die historische Technik zuverlässig am Laufen zu halten. Habt auch ihr schon einmal von Gleichmäßigkeitsläufen gehört oder sogar selbst daran teilgenommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Mein Ziel mit Kiefer Classic Racing ist es, die Faszination des historischen Rennsports einzufangen und mit euch zu teilen. Jedes weitere Abo hilft dabei, dass YouTube unsere Nische ernster nimmt und ich euch noch mehr Einblicke aus dem Fahrerlager und von der Strecke zeigen kann.